Und bei mir im Studio begrüße ich Peter Tiede, Bild-Chefreporter. Guten Morgen, Peter. Der Spionageprozess gegen Gershkovich, wie würdest du das einschätzen? Das ist doch ein reiner Schauprozess, oder? Das ist ein Schauprozess und Russland ist wieder dazu übergegangen, Leute zu verhaften, um Austauschmaterial zu haben. Wir haben das schon bei der Basketballspielerin gesehen. Das ist ein Schauprozess. Da soll auch das eigene Vorgehen nach innen wieder legitimiert werden. Und die USA muss als der große Feind vorgeführt werden. Peter, du warst ja auch selbst mehrfach in Russland. Du hast intensiv von dort berichtet, hast natürlich auch die Schwierigkeit mitbekommen. Wie schwierig ist es, für ausländische Journalisten in Russland überhaupt zu arbeiten? Jetzt wahrscheinlich noch schwieriger wegen des Krieges in der Ukraine. Aber wie sind deine Erfahrungen? Also zunächst einmal muss man sagen, wir ausländischen Journalisten können ja noch einigermaßen arbeiten. Für russische, echte Journalisten, unabhängige Journalisten ist es seit mehr als 10 Jahren schlicht unmöglich. Vor dem Krieg waren 80% der russischen Medien in Staatshand oder in Oligarchenhand, also um Wladimir Putin herum. Jetzt sind es 99,9% aller Medien. Da wird alles kontrolliert. Die letzten Störfaktoren sind die ausländischen Journalisten. Seit Kriegsbeginn oder kurz nach Kriegsbeginn kam der Erlass, dass unter Strafe steht, den Krieg zu nennen. Da mussten wir aus Moskau immer, ihr kennt es von eurem Korrespondenten Christoph Wanner, wir mussten immer sagen, dass es sich um militärische Spezialoperationen oder Sonderoperationen handelt. Und es ist für ausländische Journalisten, ist es wirklich, du sitzt da mit dem Hintern auf der Herdplatte, um es ganz deutlich zu sagen. Meine Erfahrung ist, ich stand selbst vor Gericht, ich war 3-mal verhaftet. Der FSB und auch die Polizei versuchen Journalisten, die unliebig sind, die aus dem Ausland kommen, aus dem Verkehr zu ziehen. Du wirst unter irgendeinem Vorwand mitgenommen zur Klärung eines Sachverhaltes, bis 4,5 Stunden bei der Polizei oder beim FSB. Dann wirst du übergeben an die Nächsten, also von der Polizei an den FSB. Wieder 4,5 Stunden, zahlst deine 9 Euro Strafe und bist aber für 9 bis 10 Stunden einfach komplett aus dem Verkehr genommen. Mich haben sie einmal vor Gericht gestellt, ohne konsularische Betreuung. Also ich durfte die Botschaft nicht anrufen. Ich hatte keinen Anwalt, ich hatte keinen Dolmetscher. Nicht einmal ein Staatsanwalt war mit da. Da war nur eine Richterin da. Und das zog sich über Stunden hin. Und man ist komplett ausgeliefert und das russische Rechtssystem funktioniert nach dem Prinzip, dass immer alles auslegbar ist. Und zwar so, dass der Angeklagte immer unschuldig ist und die Gerichte urteilen zu über 99% immer so, wie die Staatsanwaltschaft plädiert hat. Was geht einem da im Kopf vor? Es ist eine kafkaeske Welt, aber man muss wissen, wo man sich befindet. Man weiß, dass man in Russland ist und man weiß, dass dieses System jederzeit zuschlagen kann. Gershkovich hat es erwischt. Muss man so sagen. Und man hat es wahrscheinlich auch auf ihn abgesehen, weil halt Moskau möchte Leute austauschen. Es laufen, soweit man hört, ja auch Verhandlungen darüber, ob man nicht sogar den Tiergartenmörder, also den Mann, der in Berlin auf offener Straße gemordet hat, der hier einen Georgier ermordet hat im Auftrag des Kreml, ob man den nicht gegen Gershkovich austauschen könnte. Was heißt das dann, wenn jetzt US-Präsident Joe Biden jetzt dafür ausspricht, sich für Gershkovich einzusetzen? Also zeigt das auch die Dimension des Ganzen oder sind das so die üblichen Erklärungen von Politikern? Ist da wirklich der Hintergrund so wichtig, dass man was in die Wege leiten kann? Wir beide sind ja alt genug. Wir können uns an den Kalten Krieg noch erinnern. Ja. Und das ist wie im Kalten Krieg. Damals hat man auf der Gliniker Brücke zwischen Berlin und zwischen Potsdam hat man Agenten ausgetauscht oder Gefangene ausgetauscht. Damals, ja. So, du warst auf der einen Seite, ich war auf der anderen Seite. Ich war in Potsdam. Und da ist ausgetauscht worden. Und da sind wir wieder angelangt. Wladimir Putin nimmt Geiseln, nimmt Journalisten als Geiseln, führt sie öffentlich vor. Dann findet ein Schauprozess statt. Und dann holt er auch noch als Sonderpreis irgendeinen Straftäter, zuletzt war es ein Waffenhändler, wieder zurück ins Russenreich und damit gewinnt er auf ganzer Linie. Peter Tiede, Bild-Chefreporter, danke dir für dieses Gespräch zum Prozessbeginn gegen den US-Journalisten Gershkovich in Moskau. Wir werden sicherlich noch sprechen in den nächsten Tagen über genau dieses Verfahren. Gerne. Dankeschön. Gerne.